well, so I thought I would just start by saying kind of a hello on behalf of Anthology Film Archives. I'm Jed Rapfogel, the film programmer at Anthology. This is kind of the first live streaming Q&A type event that we've put together so far in this brave new world. As most of you probably are aware, we were all set to give a theatrical run to Heimat as a Space and Time. In fact, we were going to start it just the day after we had to shut down because of the coronavirus. So yeah, it was very unfortunate to have to cancel those theatrical screenings, but thanks to Icarus Films, who's the distributor, the US distributor of Heimat as a Space and Time, we've been able to stream it to make the film available for streaming. And that continues to be the case. It's soon going to be available more widely, but at the moment it is actually available in a kind of collaboration with Anthology, with 50% of the box office going to Anthology. So a huge thank you to Icarus Films and everyone there for all these efforts really to continue to make Heimat as a Space and Time available. And I want to thank Nellie Killian, a film programmer who has generously agreed to moderate this Q&A, as well as Deniz Sertkol, oh God, I'm sorry, I wrote down your name and now I'm... Bergner, sorry, Deniz Sertkol-Bergner, who's going to act as a translator for Thomas. So yeah, I think with that, I will turn things over to Nellie Killian, who will be moderating the Q&A. I think asking some questions of your own, right, Nellie, and then turning things over to people through the chat window. So take it away, Nellie. Yeah, if you have any questions, just open up the chat down at the bottom of your screen and you can send me a private message and I'll make sure I incorporate it into my questions for Thomas, but I'll get things started with a few questions first. Heimat is a Space and Time, traces about 100 years of history told through the personal ephemera of your family, as well as archival materials. What was your relationship to the stories of your grandparents and parents? Were they stories you grew up hearing or things that you always knew? Heimat ist ein Raum aus Zeit, erzählt ja die Geschichte von über 100 Jahren der persönlichen Familiengeschichte durch Archivmaterial. Und wie war Ihre Beziehung zu diesen Geschichten und die Beziehung zu Ihren Großeltern und Eltern? Waren das Geschichten, die Sie immer schon als Kind gehört haben? Das ist eine gute Frage. Es ist, ja, natürlich, die meisten, natürlich, ich habe immer als Kind schon, habe ich das gewusst, also zum Beispiel, dass mein Vater im Lager war und dass es auch Deportationen gab und so weiter. Das habe ich schon sehr früh erfahren und das hat mich auch immer beschäftigt. One moment. So already as a little child, I had known all of these stories and I had also known that my father was in the camps. So yeah, it has been with me all along. Und es war ja auch so, dass, also ich habe noch eine Tante sitzen in Amerika, die kam auch manchmal nach Deutschland und hat uns dann besucht, aber ich habe das nie als Familie empfunden. Das waren so Leute einfach, die also kamen, weil immer das Haus sowieso voll war mit vielen Leuten und Freunden und Bekannten. So I also had an aunt in the US, but she never felt like family. It was just a person that was around, and so she was also part of the story. Aber das Verhältnis selber so war natürlich gut. Ja, das war schon gut. But like the relationship per se was very good with my parents and grandparents. So. Über die Vergangenheit ist wenig gesprochen worden. Also generell in der Familie. Es gab also keine wirklichen Geschichten. Es gab immer nur die Ahnung, dass da etwas ist, von über das man nicht wirklich spricht. But these stories were never really told inside the family. They were just basically there and like underneath everything, but you didn't really talk about them, but you could feel them. So when did you discover the letters and start sort of getting this fuller picture of these stories? Wann haben Sie diese Briefe gefunden und haben dann das Gefühl bekommen für diese
Größe dieser ganzen Geschichte? Also eine Ahnung habe ich bekommen, das war in den 80er Jahren, das war Ende der 80er Jahre, 87. Ein Teil der Briefe, nämlich die Briefe aus dem Lager von Wolfgang und Hans, die habe ich schon vorher gehabt. Die waren in einem Karton und der Karton war unter einer alten Kommode und die hatte relativ hohe Beine, sodass ich als Kind da durchkriechen konnte und die Kommode war vor so eine Zimmerecke gestellt und dahinter war Platz noch und deswegen bin ich da durchgekrochen und habe den Karton dort gefunden mit den Briefen. So the main letters I found in the late 80s, in 87. But then before that, there used to be a little carton or package in a room, and it was up on a very high shelf. And I used to go under there as a child, and so I found those. And those were mainly letters from the camps from Wolfgang and Hans. So I found them much earlier. Und da war ich aber noch ein Kind. Und das habe ich gemerkt, dass das was Interessantes ist, weil da war auf den Briefen waren immer die Briefmarken und da war immer der Hitler drauf. Und das war natürlich interessant. Ne? So hab ich das eigentlich kennengelernt, weil das wusste ich schon, wer das ist. So back then, when I was a child and I found these letters, I found them very interesting because, of course, the stamps on the letters, it was always Adolf Hitler on them. So I knew that it was something interesting and intriguing. Und das Lesen ist erst später gekommen. Deswegen waren die Briefe natürlich interessant. Ja? Und dann wollte ich das auch lesen. Und dann habe ich dann so irgendwann angefangen, das zu entziffern und abzuschreiben. So this was all before I could read. And so those letters had like a very significant interest for me. And I also wanted to learn to read and to decipher them. So, yeah. It's interesting that from the beginning, the sort of official ephemera of the stamps was part of it for you. That the film has these two different types of archival material: the sort of official documents and things like that, and the family stories. And even when you were a child looking at them, the stamps were the first thing. Also es ist interessant, dass quasi der Film aus verschiedenen Materialien besteht. Einmal dieses Archivmaterial und dann eben die Geschichte quasi, die wir kennen und dann eben auch diese ganz persönlichen Eindrücke, wie zum Beispiel jetzt diese Briefmarken. Ja, es ging mir darum, also nicht eine Geschichte zu erzählen, die mit Dokumenten arbeitet, wie man das üblicherweise macht, wenn man also einen Dokumentarfilm über die Vergangenheit oder das 20. Jahrhundert macht, sondern fast ausschließlich also mit persönlichen Dokumenten zu arbeiten, also mit dem, was bei den Menschen eigentlich ankommt, also von Geschichte. So it was very important for me from the get-go to have something that's very personal. So I didn't want to make a film that's purely focused on documents, but they should be also personal documents. Yeah. Es ist ein bisschen, es gibt so Filme, man geht auf einen Dachboden, man findet einen Koffer und da ist etwas drin und dann macht man den auf und dann ist ein ganzes Leben da. So it's something like you go into an attic and you find a suitcase and there's a bunch of things in there, and like that's how the film, like a whole lifetime is in this suitcase. So it's kind of like that. So you found the one cache of letters as a child, another in the 80s. At what point did you start thinking that there might be a movie, wanting to make a movie of these stories? Also Sie haben eben einen Teil der Briefe in den 80ern, in den späten 80ern gefunden und dann eben diesen vorherigen Teil als Kind. Und wann kam dann der Gedanke, daraus einen Film zu machen? Das war schon in den 80ern, muss ich so sagen. Das war 87, da habe ich einen Film machen wollen, der hieß damals Vaterland. Und da spielte das zum ersten Mal eine Rolle, weil ich also diese Briefe dann auch alle transkribiert hatte schon und das alles kannte. So it's all started out back in 87 when I found the letters, and I already wanted to make a film that was called Vaterland, or Land of the Fathers, and so I already started to transcribe the letters then. Aber das hat auch für diesen Film dann noch gedauert. Den habe ich erst 2001 dann gemacht. Das hat so lange gedauert, also bis
das halt machen kann. Das ist so. Und es war sozusagen der erste Versuch, den Film zu machen, der jetzt Heimat heißt. Ja. So back in 2001, I started to work on this film, and as always, things take time. So this was when I really got into making this film. And, yeah. Und der enthält 3 Briefe aus dieser Zeit, also aus der Lagerzeit, aber nicht mehr. And this film contains 3 letters from this time of the camps, and not more than 3. Und das hat dann weitergearbeitet im Kopf, und aber die anderen Briefe noch alle fehlten. Und deswegen ging das immer weiter und irgendwann. So, and then I thought that there's all these other letters and I have to kind of implement them also. And then that's when I started to work on Heimat as a space and time. Also ich bin ein bisschen erschrocken, dass ich mich so lange mit dem Ding, also mit dem Film beschäftigt habe, dass das also sozusagen alleine im Kopf immer gearbeitet hat. Ich habe da gar nichts gemacht, also nur manchmal kam mir das als Gedanke, aber das hat da drin alleine gearbeitet. Und dann war es eben so weit, dass man jetzt das richtig macht. So I was even scared to realize that this film had been working inside my head for such a long time, and I needed so much time to kind of reflect upon it and make it. Yeah, I've seen a few movies in recent years, especially that have this kind of epistolary form. Were there other movies that you were looking at that were using sort of letters in the same way? I'm thinking of Ruth Beckerman's The Dream Ones, recent Rita Azevedo Gomes film. So jetzt gibt es gerade sehr viele Filme, die quasi die Briefform wählen und also sie denkt zum Beispiel an Ruth Beckermanns Die Geträumten und viele Filme, die jetzt quasi gerade so dieses Format wählen, und wollte wissen, ob welche Filme sie inspiriert haben, diesen Film so zu machen. Oder? Nee, muss ich sagen, nein, weil das ist wirklich, das geht wie gesagt seit 87, ja, dass ich diese Briefe in den Film reinkriegen will, und das hat mich, und es ist nicht ein gewähltes Format zum Beispiel, es ist einfach, es gibt keine andere Möglichkeit so für mich. Ich habe keine andere Form gefunden und ich habe auch nichts gesucht, also was woanders wäre oder wie man das macht oder irgendwie sowas, sondern es war die einzige Möglichkeit, sozusagen, das in irgendeiner Weise zu formulieren, was mich da beschäftigt. So actually, no, I haven't looked into other films because this was always in my head like this, and I hadn't, no other form talked to me like those letters, and I didn't search for anything else to be inspired by because I had all these stories in my head already. And, yeah. Das liegt vielleicht eher in der Zeit, ja, dass sowas mal auftaucht und dann gibt es dann mehrere Sachen, die ähnliche Versuche unternehmen. Klar. So maybe it's also the time that's about these formats with the letters and everything. So they all have like kind of same time spectrum. Yes. Yeah, it's just such a storied sort of literary form, but you see it so less often in films. I was curious if it was something he was thinking about, the sort of epistolary novel. Yeah. Weil das so eben so selten ist und jetzt quasi im Aufkommen ist. Deswegen dachte sie eben, vielleicht gab es irgendwelche... Ich weiß gar nicht, ob das im Aufkommen ist. Das ist einfach, es ist ja immer so, also ich habe eine Geschichte und muss dann dafür eine Form finden. Und das ist dann so ein Nachdenken darüber. Und so kommt das zustande. Und ich glaube nicht, dass das also es ist bestimmt keine Mode oder etwas, was jetzt häufiger ist und dann wieder weniger wird oder sowas. Es gibt es schon länger und gibt es halt so. So it's always you have a story and you have to find a form for it, and I found it like this, and I don't also think it's a fashion. It just sometimes it's there, and like there are films like this, but I don't think it's going to be like this forever. You could make a genre out of this or something like that. Yeah, no, it's a rare bird for sure. So it was a long time in the making. It was in your head for many years, but from what I understand, once you went into production, it was relatively quick, just a year of shooting.
Also den Film haben Sie ja quasi sehr lange mit sich getragen und dann aber im Endeffekt auf sehr schnelle Weise produziert. Können Sie darüber ein bisschen was erzählen? Ja, das ist ganz merkwürdig. Also ich kann natürlich sagen, privat ist es für mich ganz gut, wenn ich ein bisschen Druck habe. Und das war so, weil wir hatten wieder ein rundes Jahr dieser Wiedervereinigung. Und das ist dann immer ganz hilfreich für eine Finanzierung. Von daher war auch Druck, das schnell damit fertig zu werden. So of course for me it's always good to have pressure to get something done, and then because it was the years of the unification, it was like a jubilee, how do you say, yeah, anniversary year, 30 years of, yeah, so and then that was a pressure to get it done by then, and then that's how it worked to be that fast. Aber es war auch eine ganz freie Arbeit. Ja? Also das hatte ich eigentlich noch nie, dass ich beim Drehen sozusagen so frei war und mir eigentlich keine Sorgen gemacht habe, was das eigentlich wird, was wir hier tun. Ja? Sondern weil es eben klar war, dass man das lesen muss, diese Briefe, und dass man Bilder hat dazu. Und die haben beide nichts miteinander zu tun oder nur über viele Umwege oder so. Und das war interessant. But I must say it was a very liberating time for me to shoot the movie, because it was just having those letters and finding a form for them, and it all came together quite naturally. Es ist wirklich, glaube ich, so, also es klingt etwas blöd, ja, aber es ist schon so, dass das die letzten 30 Jahre bei mir im Kopf ist und sich da bewegt. Und auf einmal kann man es dann machen, und da weiß ich dann nicht immer genau, was ich da eigentlich mache, sondern das ist das, was da sich angesammelt hat in 30 Jahren. So I must say it sounds quite stupid, but it's been there all along with me those 30 years, and then it just came out so naturally, and so it was just there, and yeah. And also, ich kann nicht immer alles begründen, das weiß ich gar nicht, ja, warum das so sein musste jetzt oder so. Das ist nicht so einfach. So I can't always find a reason for all the things, but yeah. Yeah, I mean, I think sometimes you don't realize that you're making these connections until you have the pressure to suddenly tie everything together. But if you've been thinking about it for decades, it makes sense that you have this sort of developed idea of it. Also manchmal weiß man ja auch gar nicht, was man macht, bis man dann einfach den Druck hat, alles quasi zusammenzubringen. Ja, genau. Es gibt einen schönen Satz von dem Heiner Müller, der ja in dem Film auch vorkommt, also von dem Schriftsteller. Und der sagt, der Text ist klüger als der Autor. Und das gilt natürlich für den Film auch. So there's a saying by Heiner Müller, the author that's also in the film, and he says the text is smarter than the author. So this might be the case for the film as well. Yeah, well, the text, I mean, it's a little bit different, but the text of the letters is so beautiful. The writing is just so beautiful. Did you always know that you wanted to read it, or did you think about having actors as well? I really like it in your voice, but it is such a beautiful writing. I'm curious what you were thinking of it as you were putting this together. Yeah. Also die Briefe sind sehr, sehr schön geschrieben, und sie fragt sich, ob du vorher schon wusstest, dass du sie alle lesen wirst, oder ob du gedacht hast, dass es noch Schauspielerinnen oder Schauspieler geben wird, und wie hat sich das entwickelt? Ja, ich hätte mich das nicht getraut, das alleine zu machen, und wollte eigentlich eine Schauspielerin haben dafür, eine ganz tolle Schauspielerin, die ich sehr lange kenne. Und ich habe sozusagen die Texte anfangs aufgenommen als Dummy. Einfach nur als Dummy, damit wir schneiden können. Und als wir dann einmal den Film uns komplett angeguckt haben, das macht man sehr selten, wenn der Film so lang ist, war das dann mit meiner Stimme, und alle, die dabei waren, haben gesagt, lass das so, und hol keine Schauspielerin. Und das war dann irgendwie okay, also dieses halb improvisierte. So at first I wanted to work with an actress who I really admire, but then and I had kind of made a dummy just to edit, and I had spoken all the speakers. It was with my voice,
And then afterwards, we sat down and watched the complete movie. And you almost don't do that ever. But then all the people who were in that room with me, they just said it was amazing with my voice. So we just kept it that way. Yeah, I think it does maintain that sort of personal connection to you in a way that is very moving. Yeah. Also man hört auch quasi den persönlichen Bezug. Ja, das habe ich, aber wenn man das macht, denkt man ja da, also ich denke da nicht dran, ich kann da gar nicht kalkulieren, ja, sondern ich habe es einfach gemacht und musste das dann eben selber machen und das, ja, und jetzt ist es so und es ist okay. So yeah, even though it turned out this way, it wasn't calculated like that, but yeah, it's very personal like this. Well, just in case anyone came in while we were talking, I just want to remind everyone they can add questions in the chat, and I'll keep an eye out for them as we continue talking. But so I'm curious, when you did start shooting, did you have a sense of the locations you wanted to shoot with each letter, or how much of it was sort of improvisational once you were in sort of various locations? Also eine Frage zu den Drehorten. War das schon von Anfang an klar, wo Sie drehen wollten, oder kam das dann mit den Briefen, oder wie haben Sie sich dafür entschieden, je nach Brief einen bestimmten Ort zu filmen? Okay, es gab am Anfang ein Konzept, ja, was man eigentlich nicht haben sollte, weil das meistens sehr eng dann alles wird. Und da sollte es nur 2 Drehorte geben, einen Bahnhof in Deutschland und einen Bahnhof in Österreich. Und das haben wir am ersten Drehtag sozusagen weggeschmissen und sind dann ganz viel gefahren. Und dann? Und dann sind wir ganz viel gefahren. Also so first, there was a concept which you shouldn't never have a concept like that. But there was a concept, and we were planning to have 2 locations, one central station in Germany, one central station in Austria. But then we decided not to do that, and then we just drove around. Und das wurde dann ganz anders. Und auf einmal haben wir einfach geguckt, was uns unterwegs begegnet auch. Also der südlichste Ort ist also Tirol, den wir hatten, der war benannt. Und der nördlichste ist Peenemünde. Das ist da, wo der Werner von Braun seine Raketen getestet hat, also im Konzentrationslager. Und dazwischen sind ganz viele Sachen, die uns aufgefallen sind. Und da haben wir einfach gehalten. Und dann haben wir angefangen zu drehen. Und hatten immer... Na gut, erstmal bis dahin. Ja. So, and then we moved on freely with the locations. We had one point, the most southern point is in Tirol, and then we had the most northern point, which was in Peenemünde, where Werner von Braun made his rocket tests during the war. So, and then we just moved from the most southern to the northern, and we got inspired by the landscape. Yeah. Can you talk about... Okay, Sekunde. Das war ganz oft ganz zufällige Sachen, was wir gesehen haben. Ja, zum Beispiel diese riesigen Kurzwellenantennen ziemlich am Ende des Films. Ja, die haben wir von Weitem gesehen und ich habe gewusst, da muss man hinfahren und das muss man sich angucken. Auch die Autobahn, die eingebrochene Autobahn, ist ja nicht etwas, was man planen kann. Also das ist nie auf die Briefe hin. Die Briefe spielten dabei keine Rolle, sondern nur die gesamte Masse der Briefe, die bei uns im Kopf war. Also die hatten wir gelesen, also ich sowieso, auch der Kameramann zum Teil. Und wir hatten diesen Berg Post im Kopf und das war sozusagen. Aber es war nie im Detail und konkret, also an dieser Stelle oder irgendwie so, sondern es war immer so der Haufen. So mainly the locations happened to us when we saw them. We knew we wanted to shoot them. For example, the antennas just at the very end, or the kind of broken autobahn that you can see. Those weren't locations we already knew we wanted to have. They just happened to be there, and we were very excited about them when we saw them. And also we didn't match up the letters to the locations exactly. We had, of course, already read all those letters, but it was just with the knowledge about the letters was with us when we were shooting, but we didn't match them up. So yeah. Es gab keine feste Vorstellung, welches Bild sozusagen dann zu welchem Text gehört, sondern wir haben nur eben also haben immer nur Möglichkeiten gesehen. So there wasn't a certain script where we said that this picture and this material has to come together, the letters and the images, but it just made sense in the end. Like we
we decided afterwards. But there were just endless possibilities, of course, how you could match up those letters. Yeah. Es gibt eine Ausnahme, das ist Zerbst, das ist da der Ort, wo das Lager war, wo mein Vater war zur Zwangsarbeit. Das ist da, wo die Windräder stehen. Das war früher ein Flugplatz der Luftwaffe, danach von der sowjetischen Armee, also die in der DDR dann stationiert war. Und jetzt ist es eben, jetzt baut man da Windräder. So there was one sole exception for this, and it was where the camp of the father, where the father was. There you can see images of those wind electricity, like the windmills, yeah. The windmills, and then and that was intentional. So, and there's also a lot of history, because then afterwards the Soviets came and all that. So we wanted to have this image. Can the sort of progression in the movie, it's like bustling, like contemporary metropolitan scenes at the beginning, but it kind of, there's a movement towards sort of desolation and decay throughout the film. And when did that structure start to emerge? Also es gibt so eine Struktur durch den Film, dass es erst ein bisschen anfängt wie also urbane Orte, und dann wird das quasi, gibt es mehr Zerstörung, und war das quasi ein willentlicher Vorgang, oder wie ist das so zustande gekommen? Also nein, das war nicht willentlich beim Drehen, es ergab sich so, die Orte waren so, und da war halt ein Sturm 2 Jahre vorher in Deutschland, und der hat die ganzen Wälder kaputt gemacht, und das sieht halt so aus. Aber der Film ist, wenn man so will, dann danach am Schneidetisch entstanden, also mit den vielen einzelnen Bildern und Situationen oder Szenen und den Texten. Und wir haben dann begonnen, das zu montieren, richtig bei Null anzufangen und das dann so zusammenzubauen. Und gab es diese Entscheidung dann in der Montage, das so zu machen? Montage, ja. Das war dann in der Montage erst. Es war in der Montage, klar. The decay that you described, it didn't exist when they were filming, but it was more happening during editing. So they edited it that way, but they didn't film it that way, of course. Yeah. Yeah. Also wir haben entlang der Bilder geschnitten. Also wir haben mit den Bildern begonnen. Und dann stellten wir fest, jetzt brauchen wir ein Stück Text. Und dann bin ich ins Nachbarzimmer gegangen von meinem Schnittmeister, und dann habe ich das aufgenommen, den Text. Und dann sind wir wieder an den Tisch gegangen, und dann haben wir weitergeschnitten. Und so ging das die ganze Zeit. So first of all, there were the images, and they edited the images, and then when they needed a text to go with it and language to go with it, then Thomas Heise went into the neighboring room and just recorded the text that he wanted, and then put it together with the images. Well, I feel like the way it sort of moves into these more like the torn up highway and things, there is a sense that the movie is out of time. And I'm curious, Maxwell, in the comments, asked if he could speak to the Little Red Riding Hood prologue and the decision to include that scene in color. And how does that sort of evocation at the very beginning of the mythic or timeless fit in with how he's presenting the rest of this material with contemporary scenes and everything? Also eine Frage aus dem Publikum, und zwar geht es darum, wie es zustande kam, dass quasi dieser Prolog, der so ein bisschen an Rotkäppchen erinnert, dann zu dem Rest des Filmes passt, und wie quasi die mythologische Seite und das ein bisschen aus der Zeit gefallen sein, wie das quasi implementiert wird und wie damit umgegangen wird. Also es ist, wenn ich es beschreibe, wie es dazu gekommen ist, es ist eigentlich ganz simpel. Es ist dieser Ort mit dem Rotkäppchen ist einer dieser Orte, die wir gefunden haben, mehr oder weniger zufällig auf dem Weg zwischen Süden und Norden. Und da habe ich gesagt, lass uns mal da vorbeifahren. Da war ich mal als Kind, dann sind wir da halt vorbeigefahren. Und das war dieser Rotkäppchenwald, der bis dahin erstmal, dann erkläre ich Ihnen, dass Sie das übersetzen können. Okay. So it was also, it happened to us when we were driving from south to north that this was one of the places that I remembered as a child being there.
and then we went there and filmed it. And yes, so. Da in der Nähe ist ein Schloss von der Bettina von Arnim gewesen. Und die Bettina von Arnim, die hat die Gebrüder Grimm beherbergt eine Weile, weil die hatten wenig Geld. Und die Gebrüder Grimm haben Märchen gesammelt zu der Zeit. Und sie haben laut Ortsauskunft dieses Rotkäppchen an diesem Ort aufgeschrieben. So the brothers Grimm, it said there was a castle from Bettina von Arnim, and she gave lodging to the brothers Grimm when they didn't have money, and they were of course collecting all those fairy tales and writing them. So and it said that that's the place where they kind of came up with the story of the Little Red Riding Hood. Und jetzt hat irgendjemand, ich weiß nicht wer, diese Figuren in den Wald gestellt und da irgendwas gebastelt, was auch immer das sein soll. Und naja, das fanden wir dann komisch und haben das dann gedreht erstmal, ohne zu wissen, was wir damit machen. Und im Prozess des Schneidens war es dann eine gute Geschichte, weil es eine abgeschlossene Geschichte ist. Man hat also nur die 3, 4 Einstellungen, also das Rotkäppchen, die Großmutter, der Wolf und der Förster. Und das war's. Und gleichzeitig ist es so, das ist das, was übrig bleibt vom Menschen. Das sind die Märchen, das sind die Erzählungen, das sind so Reste. Die müssen nicht immer stimmen, aber das ist so das, was übrig bleibt. Ja? So Vorstellungen. Und das ist ein Märchen. Deswegen kann es damit anfangen, weil der Rest des Films ist ja auch nur der Versuch einer Rekonstruktion. Ist ja gar nicht 100% sicher, es ist auch nur ungefähr. So again, we found this Little Red Riding Hood sign that someone just made there and just placed there, and we had it in the editing room and decided to put it up front because it's per se a story per se, so it just functions on its own. And in the end, we thought like what's coming out of like humans and the human being and the assets of human being, what is memorized afterwards we die is like those stories and fairy tales. So we wanted to have that up front, to have this kind of to have a little story up front that is kind of on its own and then goes into the film. Yeah. And it does. Können Sie noch mal kurz das Ende wiederholen, was Sie gesagt hatten? Was ich auf den Film am Ende bleiben vom Menschen Erzählungen übrig oder Geschichten, was man so sagen kann. Oder man hat etwas gehört oder der soll das gemacht haben oder dies oder jenes. Aber viel mehr ist es nicht. Und wenn man bei dieser ersten Szene, wenn man das Schild sieht, dann steht dieses Schild, also hier stand der Legende nach Großmutters Haus. Dann steht das ja in einem Wald. Das heißt, der Wald ist später gewachsen. Da war das Haus vielleicht und dann ist noch später ist der Wald gewachsen. Das ist viele 100 Jahre her vielleicht. Und das ist das, was übrig bleibt. Irgendwann wächst der Wald über alles. So it's pretty much nicht mehr da. Das ist so it's pretty much also kind of the essence of being alive, to have these stories and to have this the woods behind this kind of saying and the Little Red Riding Hood, and we all know that the woods might take over sometime, and then there's only going to be woods, and there was woods before that. So das, glaube ich, hat miteinander zu tun dann mit dem Rest des Films. Das ist wie ein Prolog, klar. Yeah, so it's kind of like a prologue to the whole film. Yeah. Well, we have one more question. If anyone wants to ask any, I think we're just going to do about 2 more. In the sort of building on what you just said, I heard that the working title for the film was Disappearing. And if you'd like to talk a little bit more about that as a principle you were thinking about in the making of the film. Also der Arbeitstitel, und nochmal in Anlehnung an was jetzt gerade gesagt wurde, der Arbeitstitel war ja Verschwinden, ja. Oder die Verschwindenden. Nee, verschwinden, nur das Wort verschwinden. Ja, ohne die. Okay. Und könnten Sie ein bisschen was dazu sagen, wie das quasi aufkam und wie das jetzt quasi nachwirkt?
Naja, das ist eine lange Geschichte. Das hat wieder mit ganz vielen Büchern und so zu tun, die man irgendwann mal gelesen hat oder ich gelesen habe. Es gibt ja in der Schlusssequenz des Films gibt es so eine Bemerkung, ja, da wird ein Roman erwähnt, die Stadt hinterm Strom. Das ist die Stadt der Toten, wo die Toten so lange leben, bis sie vergessen sind. Und bis sie vergessen sind, werden sie immer durchsichtiger. Irgendwann sind sie dann nicht mehr da. Und das fand ich ein interessantes Bild. Das ist ein Roman von Hermann Kasak. So it's of course a very long story that I could tell now about the title and everything, but there's an interesting saying towards the end of the film, and it's about a book by Hermann Kasak, and it's about the city that's behind die Stadt hinterm Strom, also hinter dem Fluss. The city behind the river, and it talks about how the death, like the longer they are dead, they start to disappear even more, and then they become transparent. So it's kind of that was lingering in the film and in the making of this of the title before the working title. But of course, it has to do with a lot of books I've read and everything. So yeah, it's a long story. Okay, so one more from Jed, and then I think that'll be about 45 minutes, which I think is good. So Jed asks, the role of perspective is very interesting in certain passages of the film. I'm thinking mainly of the section devoted to Rosie and Udo's relationship, where Udo's perspective comes from his letters to Rosie, while Rosie's side of the situation comes from her diaries. Can you talk a bit about these different kinds of perspective and how they inform the drama of the film? Also noch eine Frage von Jed. Und zwar wollte er wissen, wie der Perspektivwechsel funktioniert und was so die Perspektiven ausgemacht hat, gerade im Hinblick auf die Briefe von Udo an Rosi und dann ihre Tagebucheinträge und wie das quasi zusammenkam. Naja, es ist einmal, gibt einmal was ganz Einfaches, das heißt, die Briefe gehen immer nur in eine Richtung. Es gibt eigentlich keine Antwortbriefe, weil die Antworten sind, entweder die Antworten sind weg, also die Briefe von Berlin nach Wien sind verschwunden, weil alle in Wien deportiert wurden oder irgendwie außer Landes kamen. Die Briefe von Rosemarie an Udo sind auch weg, weil der Udo ist gestorben, den gibt es nicht mehr und so, ja. Und das waren die Briefe an ihn, die existieren nicht. Aber es gibt Hinweise dazu in ihren Tagebüchern. Und so konnte man das machen. Und diese Geschichte war auch die erste, mit der wir im Schnitt begonnen haben. Weil es eine einfache Geschichte ist. Weil sie hat einen Anfang, also wo sich zwei verlieben, und einen Schluss, wo sie sich trennen. Das ist relativ simpel. Und dann hat man diesen schönen Text. Okay. The story about this is, of course, when you have letters that go only one way, because sometimes the other person, like, for example, the letters from Berlin to Vienna, they disappeared because they didn't get through because the people were deported in Vienna. So so you have just one side. And also for the story about Udo and Rosi, you can find traces of his letters in Rosie's diaries, but then again, her letters are gone because Udo died. So that was pretty simple. And also that was one of the first stories we had together. We put it together because it was kind of per se, it was closed as a closed story, so a finished story, and we could just start with this story. Aber es gibt auch trotzdem Bezüge, obwohl die gar nicht wirklich sind. Also es gibt so Bezüge zwischen den verschiedenen Briefen, wo sich was überschneidet. Zum Beispiel sagt der Udo irgendwann einmal, dass sie vielleicht von einem kleinen Halbjuden träumt. Und der kleine Halbjude ist mein späterer Vater. Und den sie schon 1945 das erste Mal gesehen hat. Aber erst 1953 hat sie ihn dann sozusagen kennengelernt. Richtig. Das sind so, und er wusste davon und sie war interessiert an ihm als Mann. Also so eine Geschichte. Da gibt es so ganz komische Bezüge manchmal. Na. So also there are kind of interesting stories, they're kind of interlapsed with each other that you can find. For example, Udo writes to Rosi about that she might be interested in a little half Jew,
and later on she is with the director's father. So that kind of comes together. And although they had only they had met before, but they were together in 1953, so there was kind of a premonition about this relationship already in the letters of Udo to Rosi. Dann gibt es wiederum auch von Udo in dem Fall, gibt es so, wenn er über die 50er Jahre, also über die politische Situation schreibt an sie und schreibt so einen komischen Satz, wahrscheinlich wird aus dem Schwarz und Weiß eine braune Soße werden. Und das schreibt Frozen. Oh. In the 50s, when he writes about politics, he writes that there will be the black and white will become a brown kind of sauce, and it's very interesting for present day Germany to look back at this, and you have all these interrelations also that come into the present. Oder auch was Rosemarie über den Hemingway schreibt. So also what Rosemary says about Hemingway and everything. So, you know, I'm sorry, my connection got frozen for just a second. And I'm sorry if this is a repetition of anything that was said while I was out, but maybe to close it out, talking a little bit about these different perspectives in the letters. There's something very beautiful about the ways in which some of the loose ends aren't really tied up. But could you talk a little bit about sort of leaving that mystery in the film? The sort of people maybe pop up later, but you know, you kind of do lose track for a while of where Edith was and things like that. Sort of maintaining it as a bit of an open question, a lot of the stories. Also sie fragt, dass in vielen der Briefe oder so sieht man ja auch so ein bisschen offene Fragen und Leute, die dann später wieder reinkommen und erstmal nicht da sind, und kann sie ein bisschen was darüber erzählen, wie das quasi zustande kam? Also zum Beispiel Edith und dass man irgendwie nicht mehr weiß, was mit Udo dann passiert ist oder so. Ist richtig. Es gibt so ein paar dramaturgische Probleme, wenn man sowas macht. Das eine ist, wenn ich jedes Leben, was da drin vorkommt, bis zu Ende erzähle und die Leute sterben lasse, dann entsteht so eine 1 und 1 und 1 und 1 Dramaturgie. Das ist nicht sehr, das kann man so nicht machen. Und ich habe gedacht, ich lasse die Leute nicht sterben. Dann sind sie noch da, sozusagen. Also sie bleiben dann dort. Weil sonst muss man immer wieder so eine traurige Angelegenheit, wieder ist jemand gestorben und wieder, und naja. So, ja. Und das spielt erst am Schluss des Films dann eine Rolle, bei der Rosemarie. So, of course, there's a dramaturgical kind of, it's a difficulty when you have a story where like people die and you don't want to have and this person died and then this person died and this person died and just tell like a whole story about each person, but it's more interesting to just have them stay alive, and so it made sense to make it like that. So it's a bit more interesting, and also they stay alive. Es ist eigentlich einfach, ja, sie tauchen auf und sie verschwinden wieder. Irgendwann so sind sie weg. Come up and then they genau wie und so, ja. Manchmal gibt es Gründe wie eine Deportation, manchmal gibt es keine Gründe. Es ist So sometimes there's a reason for disappearing, like a deportation, and sometimes there's no reason. Well, on that note. Nein, das ist nicht konstruiert. Man kann es nicht konstruieren, das geht nicht. Also es ist sozusagen Stück für Stück haben wir uns vorgearbeitet. Das hat dann, also wir haben in der Mitte angefangen und dann sind wir nach vorne gegangen und dann nach hinten. So it's not constructed in that way. It's more we started in the middle and then we went back and we went forward. So it all came together naturally like this. Okay, well, I think on that note, we should probably wrap it up. Thomas and Deniz, thank you so much. And Jed,
thank you for hosting this with Anthology. If you haven't seen the movie yet, it's available on Icarus for video on demand. And yeah, thank you all for coming. Yeah. Thank you, everyone. Yeah.